Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute bekommen meine Italiener wieder Verstärkung und zwar einen M1139. Der hier ist aus dem 3D-Drucker und der ist auch mein erstes Fahrzeug für Bolt Action, das ich überhaupt erstmal ausgedruckt habe. An ein paar Stellen ist er ein bisschen klobig, da sind dann doch die Herstellerbausätze etwas feiner. Aber den hier gab es umsonst und so wird das Ganze einfach mal geschickt übersehen, denn einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Der Carro Armato M1139 war ein mittlerer Panzer, der während des Spanischen Bürgerkriegs entwickelt worden war. Seine Aufgabe sollte die eines Durchbruchpanzers sein, auf Italienisch Carro di Rottura. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ein Durchbruchspanzer sollte die feindlichen Linien durchbrechen. Dafür war er laut dem Konzept schwer gepanzert und auch entsprechend bewaffnet. Darunter litt natürlich die Geschwindigkeit, allerdings war seine Geländegängigkeit in der Regel sehr gut, leider die Reichweite entsprechend nicht. Beeinflusst wurde der Entwurf des M11 durch den Vickers Sixton, der auch die Bezeichnung Vickers Mark E trug. Das zeigt sich besonders im Fahrwerk, das weitestgehend von Vickers übernommen wurde. Bewaffnet war der M1139 mit einer 37 mm Kanone, die ursprünglich in einen Turm des Typs L40 verbaut werden sollte. Der war allerdings nicht groß genug. Und wie beim französischen Char B1 und den ersten Churchill-Panzern wurde die Kanone dann in der Wanne verbaut. Der Char B1 und der Churchill hatten dort aber Haubitzen verbaut und keine Panzerabwehrkanonen. Im Turm des M11 war ein Zwillings-MG untergebracht, während im Gegensatz beim Churchill und Char B1 im Turm die Panzerabwehrkanonen eingebaut waren. Auch beim amerikanischen M3 Lee Grant wurde eine 75 mm Kanone im Rumpf verbaut. Dieser Panzer behielt allerdings zur Verteidigung auch seine 37 mm Kanone im Turm. Der Gedanke bei dieser Waffenanordnung beim M1139 war es gewesen, die Kanone gegen andere Panzer einzusetzen, auf die man ja in erster Linie zufuhr. Der MG-Turm diente zur Verteidigung gegen angreifende Infanterie. Das Problem dabei war aber, dass die Kanone nur um jeweils 15 Grad nach links und rechts geschwenkt werden konnte, was den Feuerbereich stark einschränkte. Hinzu kamen noch weitere Nachteile. Trotz eines von Fiat neu entwickelten Dieselmotors war die Leistung sehr schwach und das Fahrzeug entsprechend langsam. Die Mechanik war störanfällig und die genietete Panzerung, die an der stärksten Stelle nur 30 mm dick war, konnte von den britischen Zweipfünder-Kanonen auf jede Entfernung durchdrungen werden, die in der Reichweite des M11 lag. Außerdem war der Panzer auch für den Einbau von Funkgeräten vorgesehen, die wurden aber nicht eingebaut. Folglich war die Einsatzzeit nur kurz. Insgesamt wurden 100 Stück bestellt, die aber als Zwischenlösung dienen sollten, bis andere Panzer verfügbar waren. Die Wanne des M11 wurde dann so modifiziert, dass aus ihr der M1340 wurde. Dessen Hauptbewaffnung war dann im Turm untergebracht und das MG unten in der Wanne. Ein Video zum M1340 findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Insgesamt wurden 72 M11 in Nordafrika eingesetzt und 24 in Ostafrika. Die 4 Prototypen verblieben in Italien. Von den 24 in Ostafrika eingesetzten Panzern gingen 12 nach Äthiopien und 12 nach Eritrea. Den 36 in Ostafrika stationierten L3-Tankketten, ein Video zur L3 findet ihr auch in der Beschreibung, waren die M11 natürlich weit überlegen, was vor allem an ihrer schwereren Bewaffnung lag. Die Tanketten hatten nur ein 8 mm Zwillingsmaschinengewehr und waren ja aber auch für eine ganz andere Aufgabe konzipiert worden. Die Kolonie Italienisch-Ostafrika bestand aus dem besetzten Äthiopien, Italienisch-Eritrea, Italienisch-Somaliland und Jubaland. Den italienischen Namen habe ich zwar gefunden, weiß aber nicht, wie ich ihn ausspreche, deswegen habe ich den deutschen benutzt. Ich weiß allerdings auch nicht, ob der heute noch gebräuchlich ist und ob den jemand kennt. Der dortige Kommandant der italienischen Truppen, Rodolfo Graziani, hatte im Dezember 1937 bereits 3 Panzerbrigaden angefordert, was zu diesem Zeitpunkt der gesamten italienischen Panzerwaffe entsprach. Das wurde aber abgelehnt mit dem Hinweis, er solle sich vorrangig um die innere Sicherheit kümmern. Denn natürlich kam es in den besetzten Gebieten immer wieder zu Aufständen. Im Mai 1940 erhielt er dann endlich 50 Panzerfahrzeuge, darunter auch die erwähnten M1139. Wie in Nordafrika mangelte es natürlich auch in Ostafrika an Fahrzeugen, was dazu führte, dass die italienische Armee in den großen Operationsräumen keine schnellen Bewegungen durchführen konnte. Im Falle eines Krieges sollte die 285.000 Mann starke Truppe, davon ungefähr 91.000 Italiener, auf sich allein gestellt kämpfen. Ein Großteil dieser Truppen war in Äthiopien gebunden, weil es dort, wie bereits erwähnt, aufgrund der Besetzung durch Italien immer wieder zu Aufständen kam und auch die Nachschublage ließ die geplante autonome Kriegsführung überhaupt nicht zu.
Die Erfolge der italienischen Armee zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Ostafrika waren darauf zurückzuführen, dass Großbritannien nur 20.000 Soldaten dort stationiert hatte, um seine Gebiete zu verteidigen. Aufgrund der geringen Anzahl M11 in Äthiopien und Eritrea waren größere Panzeroperationen natürlich auch überhaupt nicht möglich und auch das Fehlen der Ersatzteile trug zur Verringerung der einsatzbereiten Panzer bei. Dem britischen Vickers Mark VI, der als Hauptbewaffnung nur über 2 Maschinengewehre verfügte, war der M11 zwar überlegen, aber während ihrer Gegenoffensive im Mai 1941 standen den Briten einige Matilda II zur Verfügung. Denen waren die M11 in puncto Bewaffnung und Panzerung natürlich weit unterlegen. In Nordafrika waren die M11 1940 Teil der italienischen Invasion Ägyptens. Als die britische Gegenoffensive Operation Kompass im Dezember 1940 begann, waren die meisten M11 beschädigt, komplett ausgefallen oder unbeweglich in die italienischen Stellungen eingebaut. Die britische Armee nutzte ihre Matilda II, um die Stellungen einzunehmen. Gegen diese Panzer konnten die M11 wenig ausrichten, weil die Kanonen die Frontpanzerung nicht durchschlagen konnten. Während der Belagerung Tobruks ab April 1941 wurden einige erbeutete M11 vom 6th Australian Division Cavalry Regiment benutzt und um eine Verwechslung mit dem Feind zu verhindern, malten die Australier große weiße Kängurus auf ihre Panzer. Die M11 und auch einige M13 wurden von den Australiern dann so lange eingesetzt, bis der Diesel ausging. Die Panzer wurden danach zerstört, um sie einem Wiedereinsatz durch die Achsenmächte zu entziehen. Wie sieht's jetzt also mit dem M11 bei Bolt Action aus? Er ist ein leichter Panzer und bringt eben genau die Nachteile mit, die bereits erwähnt worden sind, mal abgesehen vielleicht vom Ersatzteilmangel. Die fest verbaute Kanone in der Wanne führt dazu, dass sich der Panzer fast jedes Mal bewegen muss, um zu schießen. Allerdings ist der Zwillings-MG-Turm eine ziemlich gute Sache, was ich ja schon mal im Zusammenhang mit dem CV33 gesagt habe. In der frühen Kriegsphase ist ein M11 eine gute Unterstützung für Infanterie. Weniger aufgrund der leichten Pack, sondern eben wegen des Zwillings-MG-Turms, der mit seinen 10 Schuss richtig übel werden kann, vor allem auf kurze Entfernungen. Die Pack ist eigentlich nur eine zusätzliche Dreingabe, um sich gegen Panzer wehren zu können, wobei der M11 den meisten Panzern in der früheren Kriegsphase aufgrund der unbeweglichen Kanone eben trotzdem unterlegen ist. Wie so oft ist er bei den Italienern ein schön zu haben, aber keine zwingend notwendige Anschaffung. Es sei denn, man möchte den Kriegsschauplatz Ostafrika bespielen. Dort bringt der M11 mit Sicherheit einige Vorteile mit sich, gerade wegen seiner Maschinengewehre und die leichte Pack, sie ist eben eine Dreingabe. Allerdings kenne ich mich in diesem Bereich nicht wirklich gut mit den Briten aus, von daher kann ich da nicht viel zu sagen und das hier ist reine Spekulation. Hier jetzt der fertige M1139. Ein nettes kleines Modell und dafür, dass es ihn umsonst gab, auch in einer guten Qualität. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.